Servus YouTuber und willkommen bei RL Photo Pro und willkommen an diesem wunderschönen sonnigen Samstagnachmittag, weshalb vielleicht auch meine Birne hier ein bisschen rötlicher erscheint als sonst. Man sollte halt bei meinem Hauttyp einfach Sonnencreme auftragen. Darum soll es aber heute nicht gehen, sondern bei mir ist gerade der Postbote von DHL gekommen mit einem Paket. Ja, und was könnte es anderes sein? Es hätte das Xiaomi 17 Ultra sein können oder eben diese Leica Edition, aber sorry, 1500 Euro, eigentlich kaum Rabatte, oder die Leica Edition gleich für 2000 Euro, nur um ein bisschen verstellbaren Ring zu haben. Ja, also was soll ich dazu sagen? Ich meine, die Dinger werden immer teurer, aber hier drin ist das Samsung Galaxy S26 Ultra in dem Fall. 512 GB Version und die würde ich gern mit euch unboxen. Einfach aus dem Grund, weil auch dieses Display halt mich so interessiert hat mit diesem Privacy-Modus, wo man eben von der Seite nichts mehr sieht. Ich habe mir schon ein paar Reviews mittlerweile natürlich angeschaut. Klar, die großen YouTuber hatten das natürlich schon alles. Und da ist es ja so ein bisschen hin und her gerissen worden mit der Bildqualität, die da dann entsteht. Also ich bin wirklich gespannt, wie ich es so finde. Ich bin ja dann doch immer sehr kritisch in meinen Reviews und sage auch, ob es wirklich was taugt oder nicht. Ich denke mal, wenn man diese Privatsphäre halt nur vielleicht in bestimmten Apps oder Teilen oder Benachrichtigungen oder wie auch immer man es halt dann einstellt haben will, ist es, denke ich mal, eine super Geschichte. Ansonsten ist es wahrscheinlich eher unnötig. Da reicht dann auch so diese Blickschutzfolie. Aber auch die würde das Bild vom Smartphone einfach einen Ticken schlechter machen. Sonst hat Samsung ja gefühlt seit dem S23 Ultra, würde ich jetzt mal sagen, nicht wirklich viel verändert. Ja, okay, die Blenden sind jetzt ein bisschen besser. Die Sensoren sind steinalt. Also ich finde, die gehören einfach wirklich mal überholt. Bildqualität mit KI und Bildverarbeitung und so weiter, hin oder her. Aber sorry, also das finde ich gehört sich nicht. Ich werde es auch mal bei Bildern mit dem Xiaomi 15 Ultra in dem Fall von meiner Freundin dann vergleichen und ich bin mir sicher, das werden trotzdem noch himmelweite Unterschiede sein. Gerade wenn man halt wirklich die Bilder nicht nur am Smartphone anschaut, sondern halt auch mal auf einem Monitor, 4K, Fernseher, wie auch immer. Also da sieht man es dann eigentlich erst richtig. Am Smartphone-Display schauen die oft sehr gut aus und dann, wenn man sie mal ausdruckt oder größer eben anschaut, schaut die Welt wieder anders aus. Aber zu den ganzen anderen Videos, da kommen wir in Zukunft noch. Wir unboxen das Teil jetzt heute erstmal und machen uns so den ersten Eindruck und fahren es einmal hoch, schauen uns das Ganze mal an. Von daher würde ich sagen, viel Spaß und los geht's. Eins vorweg noch, ich habe mir das S26 Ultra in dem Fall auch wieder selbst gekauft. Das heißt, ich kann euch wie immer, und es wird auch so bleiben, einfach meine ehrliche Meinung dazu sagen und das Ganze halt auch wie immer kritisch begutachten, weil ganz ehrlich, den Einheitsbrei bei YouTube, den kennen wir eh schon alle, wo vieles hochgelobt wird. Und ganz ehrlich, Benchmarken, das ist ja zum Beispiel auch nicht so mein Fall. Das Teil muss im Alltag performant sein mit den Alltagsaufgaben. Das soll halt einfach einen durch den Tag bringen, auch mit der Akkulaufzeit, schnell laden, wenn man es doch mal dringend bräuchte. Muss ja nicht immer sein, aber manchmal braucht man halt vielleicht doch schnell mal ein bisschen mehr Power im Akku drin. Solche Themen sind halt mir wichtig. Wenn euch noch was wichtig wäre, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, dann kann ich das nämlich für euch auch testen und halt auch zum Beispiel so Dinge wie den S-Pen und so weiter. Das sind jetzt so Features, die brauche ich nicht alltäglich, aber ist halt gut, wenn man es dabei hat. Leider halt wieder ohne Bluetooth. Aber ja, sei es drum. Gut, wir fangen an. Dann packen wir das Ganze hier mal aus, würde ich sagen. Wieder von Hühne und Nagel, wie immer. Ultra heftig verklebt diesmal. Gut, dann schauen wir mal rein. Okay, das Paket wird auch immer kleiner gefühlt. Raus damit. Und da ist auch schon das S26 Ultra in der vollen Pracht. Jetzt habe ich mich, glaube ich, hier noch geschnitten. Ne, doch nicht. Okay. Glück gehabt. Gut, was habe ich genommen? In Cobalt Violet. Da bin ich ja auch mal gespannt. Das ist ja eine ziemlich neue Farbe bei Samsung. Also gab es so, glaube ich, noch nicht.
Wie das jetzt dann wirklich in Live aussieht, also ich habe es auch schon in Reviews gesehen, hat mir eigentlich gut gefallen. Mal schauen, ob es mir da auch taugt. Gucken wir mal. Wir machen es jetzt hier mal auf mit den Pull-Tabs wie immer. Ich hoffe, die funktionieren diesmal. Schaut gut aus. Jawohl. Und dann lassen wir das Ganze mal rausfallen. So. Perfekt. Da haben wir das schöne Gerät. Also so im ersten Anblick, ja doch, gefällt mir echt sehr, sehr gut. Hier den Sticker noch ab. Ja, also spannende Farbe. Das ist wirklich so zwischen Blau und Lila Farben, würde ich sagen. Das werde ich mir auf jeden Fall draußen mal noch angucken müssen. Dann nehmen wir das mal raus. Dann zeige ich es euch mal noch kurz über die Frontkamera. Da ist noch die Folie drauf. Machen wir gleich ab. Hier seht ihr es mal über die Frontkamera. Da wird es nämlich noch ein bisschen anders vom Licht angestrahlt. Also es wird so dunkel und dann wieder heller. Gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Auch der Rahmen ist in der Farbe und auch der neue S-Pen, schauen wir mal, der geht jetzt nur noch in eine Seite auf jeden Fall korrekt rein, sonst steht nämlich diese Spitze ein wenig komisch raus, habe ich gesehen. Gut, von der Dicke hat sich nicht viel getan, würde ich jetzt mal sagen, zum S25 Ultra. Von den Kameras, ja, mal schauen. Also da schaut die Linse auf jeden Fall größer aus bei der hier. Das müsste wahrscheinlich die Hauptkamera sein. Oder vielleicht der Zoom, muss ich mal dann gucken. Ich glaube, da haben wir den Dreifach-Zoom. Ich werde es mal testen, weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Genau, ansonsten die Rahmen alle sehr schön matt gehalten, gefällt mir gut. Diese matte Glasrückseite fühlt sich auch hochwertig an. Und nicht mehr ganz so spitz, die Ränder, das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Das hat mich bei den Note nämlich immer ein bisschen gestört und auch bei den S23, 24, 25 Ultra auch noch. Die waren immer sehr kantig, eckig und es ist halt so zum Halten echt unangenehm teilweise gewesen, für mich zumindest. Dann legen wir das hier mal rein und ziehen mal kurz die Folie hier ab. So, hätte schöner gehen können, aber ist halt so. Naja. Okay, also Display, auch nichts Besonderes. Ich meine, man hat ja fast keine Rahmen mehr, wenn man ehrlich ist. Also was soll man da noch zeigen, außer schwarze Oberfläche und eben oben die Kamera nicht an der Display. Finde ich immer noch ein bisschen schade, dass sie das wieder komplett rausgenommen haben. Aber ja, ist halt so. Gut, dann gucken wir mal, ob Samsung überhaupt noch irgendwas mittlerweile beilegt. Ich glaube ein USB-C-Kabel und das war es dann so gefühlt. So, dann gucken wir mal. Papierkram, den keiner braucht, den können sie sich mal sparen, aber ich glaube, das ist so richtlinienmäßig nicht erlaubt, keine Ahnung. Ein USB-C auf USB-C-Kabel ist wieder mit dabei und ansonsten halt der übliche Pogo-Pin und da habe ich nur den Zettel reingeklebt, genau. Okay, das war's. Ja, ich bin gespannt, wenn Samsung irgendwann mal so weit ist und sagt, ja, also ihr könnt jetzt das Handy bestellen. Ja, kaufen könnt ihr erstmal nur die Verpackung. Und wenn die Verpackung bestellt ist, könnt ihr auch das Handy optional dazu bestellen. Ja, ich meine, so weit kommt es wahrscheinlich irgendwann noch. Ja, wenn Apple das einmal durchzieht, dann macht es Samsung auch. Schauen wir mal. Verpackung beiseite und auch Schluss mit den schlechten Witzen. Dann schauen wir uns das Gerät mal noch so kurz an. Wie gesagt, ist jetzt etwas abgerundeter. Hier der Kamerabump ist im Prinzip der gleiche wie bei den anderen Vormodellen auch. Das heißt, wir haben hier wieder diese Bubble-Thematik wahrscheinlich. Ja, ganz genau. Hier seht ihr es mal ein bisschen. Also es ist... Warum? Ja, warum? Warum nicht so? Oder, ja gut, das finde ich jetzt auch nicht perfekt optimal gelöst, aber naja, zumindest schon einen Ticken besser. Das wabbelt auch nicht ganz so dann am Tisch. Ja, ich meine, hier haben wir noch ein iPhone 5S, da hat gar nichts gewabbelt, ne? Das war eine ganz andere Zeit noch. Aber ja, andere Zeit übrigens, wäre auch mal kurz interessant. Schauen wir uns das Ganze mal an. Also wenn ihr das mal euch anguckt, ja, das ist ein iPhone 5S.
Ich drehe es mal um, dann sieht man es noch ein bisschen besser. Das war damals ein großes Smartphone. Jetzt sind wir hier angelangt und ja, jetzt ist es, finde ich, wirklich so an der Grenze. Das entwickelt sich auch größentechnisch kaum weiter gerade. Aber es ist schon verrückt, oder? Was da passiert ist. Ich habe hier noch ein Galaxy S5 Neo, müsste das sein. Also, ja, so hat sich das Ganze entwickelt. Wahnsinn. Und wenn man dann das mal dazu legt, ja, das ist dann, ja, quasi alle 3 in 1, so ungefähr. Ne? Das ist dann auch nochmal eine ganz andere Hausnummer. Okay. Gut, dann würde ich sagen, tun wir die mal auf Zeiten hier. Und ich habe noch eine Kleinigkeit, die ist früher gekommen als das Smartphone. Ich habe noch eine Hülle bestellt, die ich ganz cool fand. Einfach damit das Ding halt geschützt ist, nachdem ich es wieder selber kaufen muss. Bin ich da doch der Fan davon. Schauen wir uns die mal noch kurz an. Die Hülle verlinke ich euch auch gern wieder in der Videobeschreibung. Also wenn ihr die kaufen wollt, dann würde es mich freuen, wenn ihr es über meinen Link kauft. Dann kriege ich halt über den Affiliate-Link einfach eine kleine Provision und kann auch wieder eben gerade so Zubehörzeug dann kaufen davon. Ja, so sieht die aus. Eigentlich ganz cool. Hat hier dann noch so einen Kickstand und der geht, wow, der geht relativ straff. Ich habe es noch nicht ausprobiert gehabt, aber der ist ordentlich straff. MagSafe ist natürlich auch an Bord. Und ja, jetzt ist natürlich die Farbe dann wieder hinüber, weil es in der Hülle ist. Aber nee, finde ich. Ja, doch, gefällt mir echt gut. Muss ich ehrlich sagen. Die schimmert da auch noch so ein bisschen durch, die Farbe. Und eben halt dieser Kickstand. Das finde halt ich immer super praktisch. Ja, und das Teil dann einfach so hinstellen kann. Ja. Und ihr seht es hier. Dann habt ihr halt einfach das Smartphone so gestellt. Schauen, ob das hochkant auch geht. Oh, geht auch, schau. Das ist ja cool. Und hält auch gut. Wackeltest bestanden. Ja, dann würde ich sagen, last but not least, ja, wackelt am Tisch leider trotzdem noch, würde ich sagen, schalten wir das Ding jetzt mal ein. A little longer than a few minutes later. Wenn es denn mag. Okay, hat lang gedauert. Jetzt fährt's hoch, das Ganze. Samsung Galaxy, das S steht ja schon länger nicht mehr mit hinten dran, welches Modell das überhaupt ist. Und powered by Android natürlich. Entsprechend sind ja auch einige neue AI-Features dabei. Ich meine, ihr kennt es ja vielleicht von mir schon, wenn ihr mir folgt. Ich bin nicht immer so der Fan. Es wird immer sehr viel Marketing dafür betrieben. Aber ganz ehrlich, mich würde auch mal interessieren, wie viel davon nutzt ihr wirklich im Alltag? Was ich viel nutze, ist zum Beispiel der Magic Eraser bei Samsung und dieser Audio Eraser für so Nebengeräusche. Super praktisch. Hat auch echt super funktioniert, muss ich ehrlich sagen. Und ja, also solche Themen oder eben Google Gemini, Circle to Search, solche Teile. Also alles andere, was da immer so mega aufgepusht wird und auch ehrlich gesagt diese Kamera-AI-Features, die finde ich immer gar nicht so gut. Das macht alles sehr künstlich und ja, gefällt mir halt nicht so gut. Also ich will eher so dieses natürliche Bild, natürliches Bokeh, das, was halt die Kamera einfach raushaut. Und ja, wenn ich es dann bearbeiten will, kann ich es danach noch machen. Ich weiß nicht, jeder ist bei euch fotografisch angehaucht. Da ist es natürlich praktisch, wenn man viele Features hat, die man halt nutzen könnte. Aber wie gesagt, schreibt es mal rein in die Kommentare, was ihr dann wirklich am Ende davon nutzt. So, das Teil ist hochgefahren. Wir klicken hier mal drauf und sagen Deutsch Deutschland. Stimme nur dem Nötigen erstmal zu. Hier könnte ich jetzt mein Gerät übertragen. Das werde ich aber erst nochmal machen, wenn ich da alles gemacht habe. Ich gehe jetzt einmal kurz mit euch durch, dann setze ich es nochmal zurück und werde halt von meinem Huawei Pura 80 Ultra die Daten mal rüberziehen. So, Dienstanbieter-Einrichtung. Ich mache jetzt erstmal einen Neustart, zwangsweise. Wobei ich gar keine SIM-Karte drin habe. Was will er jetzt für eine Dienstanbieter-Einrichtung? Merkwürdig, naja. Mobilfunknetz brauche ich jetzt noch nicht, das mache ich im Nachgang. Apps und Daten kopieren, das mache ich wie gesagt dann im zweiten Anlauf. Ich will das jetzt einfach einmal mit euch durchklicken, was da noch alles kommt. Da kann man dann die Google-Anmeldung entsprechend machen.
Gesichtserkennung, Fingerabdruck, PIN, Passwort oder Muster. Das überspringe ich jetzt in dem Fall auch mal. Die Google-Dienste und die Berechtigungen akzeptieren wir erstmal. Suchmaschinenauswahl, danke an die EU wieder in dem Fall, dass wir das auswählen können, müssen, dürfen, wie auch immer. Samsung-Account, das überspringen wir auch in dem Fall. So, Samsung-Dienste, nicht verifizierten Quellen, automatisch sperren, das brauche ich auf gar keinen Fall, das habe ich immer wieder mal. Und das Ganze muss ich nochmal neu einrichten. So, hell oder dunkel können wir hier auswählen. Ich belasse es jetzt mal kurz bei hell, obwohl ich eher der Dark Mode Typ bin. Was nutzt denn ihr da momentan eigentlich so hauptsächlich? Dark oder Light Mode? So, Apps, die wir aktualisieren können, da ist gefühlt schon alles dabei. Naja, gut. Lassen wir einfach mal und schon sind wir startklar. Wir lassen mal noch kurz die Neuerungen anzeigen, das würde mich mal interessieren. Fotos mit Prompts und Bilder in Clips transformieren, also ist auch eine KI-Thematik im Endeffekt, wo ihr aus Bildern bewegte Videos herstellen könnt. Dann findet er raus, wer anruft und warum. Bevor du antwortest, da sucht er wahrscheinlich im Internet halt nach der Nummer und gibt euch Infos. Genau, dann haben wir ja dieses neue Now Nudge Feature, das ist auch ganz interessant. Da schlägt er eben schon was vor, wenn ihr irgendwie, was weiß ich, wenn dir jemand schreibt, hey, lass uns doch heute Abend um 8 treffen, dann kann er zum Beispiel schon Antwortvorschläge machen und auch einen Kalendertermin eintragen und. Ob es in Deutschland geht, kann ich gar nicht so sagen, weil es wird immer gerne vorgestellt, natürlich von Samsung für weltweit und auch gerne so für den amerikanischen Markt. Und entsprechend funktioniert es teilweise erstmal bei uns noch nicht. Bin ich mal gespannt. Dann Objektradierer und so weiter, das kenne ich schon. Gemini, Suchen von überall aus, also die Home-Taste gedrückt halten und dann sucht er nach Textbilder und so weiter. Entfernen unerwünschter Geräusche mit einem Audioradierer, das hatte ich ja schon kurz erwähnt, was ich super praktisch finde. Galaxy AI Style Tool, ja okay, dann so irgendwelche künstlerischen Bilder und so weiter erstellen. Das werde ich auch mal noch alles testen. Now Brief, das hatten wir schon. Schreibassistent und. Also scroll hier mal noch kurz durch, dann müsstet ihr das alles sehen. Das sind echt etliche Punkte, die hier neu sind. Da schauen wir einfach mal. Und damit sind wir soweit fertig. Wenn ihr was über das S26 Ultra wissen wollt, was Spezielles, was ich vielleicht auch für euch testen soll, auch vielleicht im Vergleich mit dem Pure 80 Ultra wird es jetzt schwierig, weil das muss ich jetzt die Tage zurückschicken. Der Rest ist eigentlich alles da. Ich meine natürlich das iPhone 5S ist da raus und auch das Galaxy Neo. Aber wenn ich euch irgendwas Spezielles zeigen soll vom S26 Ultra und ich vielleicht auch was kritisch für euch testen soll, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Dann kann ich das nämlich für euch machen und vor allem auch ein Like da lassen für das Video. Und ein Abo würde mich natürlich auch riesig freuen. Damit helft ihr meinem Kanal und auch eben, dass ich da mehr für euch testen darf. Ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Video und ich freue mich jetzt auch erstmal auf die Grundeinrichtung mit dem S26 Ultra und den neuen Features, die so dazugekommen sind. Und ich bin wirklich gespannt, was Samsung aus den alten Sensoren mit lichtstärkeren Linsen gemacht hat. Ob das wirklich so viel hilft und so viel besser ist, schauen wir mal. Und eine Sache werde ich auch noch testen. Es gibt ja diesen neuen Super Stabilizer, der im Endeffekt dann immer die Waage hält, egal wie man es dreht. Da habe ich schon viele Videos gesehen. Aber auffällig war für mich nur bei guten Lichtbedingungen und bei gutem Licht. Ich bin gespannt, wie das denn funktioniert, wenn das Licht schlechter ist. Weil da wird ja dafür nicht die Hauptkamera, sondern die ultraweit genommen. Und die ist einfach nicht so gut vom Licht und vom Rauschverhalten wie die Hauptkamera. Seid gespannt, schaltet auf jeden Fall wieder ein beim nächsten Video. Bis dahin, schönen Tag noch.